Gab es vor 300 Jahren Klimaprobleme? Wie groß war die Hamburger Bühne? Wer brachte Händels Opern nach Hamburg? Auch wenn Sie diese Fragen beantworten können, bleiben Sie die nächsten 10 Minuten bei uns und kommentieren Sie gerne unsere Beiträge, wenn Sie andere Antworten auf unsere Fragen haben oder mehr über die barocke Hamburger Oper wissen möchten. Heute vor 300 Jahren am Gänsemarkttheater, das Hamburger Opernkalendarium. Heute vor 300 Jahren, am 6. Dezember 1724, ist auf hamburgischem Schauplatze, der uns heute als Gänsemarktoper bekannt ist, die Oper Rinaldo zu hören und zu sehen. Die Musik ist von Georg Friedrich Händel, das Hamburger Libretto stammt aus der Feder von Barthold Feind. Das Bühnenbild wurde vermutlich von Johann Jürgen Rabe angefertigt. Mehr über die Oper erfahren Sie gleich. Zuerst schauen wir in die Tagespresse, die Staats- und gelehrte Zeitung des holsteinischen unparteiischen Korrespondenten, was man so an diesem Tag alles erfährt. In Frankfurt ist wegen der extremen Trockenheit und des darauffolgenden Frostwetters die Wasser zu Schifffahrt ganz unbrauchbar. Der Mainstrom ist inzwischen so klein, als er in 50 Jahren nicht gewesen und viele Mühlen aus Mangel an Wasser nicht mahlen können. Aus Leipzig hört man, dass das Getreide immer teurer wird und jeder Bürger bis zu 6 Scheffel Korn für einen festen Preis von 2 Reichstaler allerdings nur für eigene Zwecke und nicht zum Weiterverkauf erhalten kann. Und in Hamburg kann man den bekannten und bereits so vielen Menschen geholfenen Schwindsuchts-, Lungen- und Leberbrustsaft in großen und kleinen Mengen erwerben, der gegen Schwindsucht und vielen Brustseuchen wie Husten, Stiche, Schleim, Heiserkeit für freien Atem, Kraft und Stärke gebend morgens nach dem Tee zu nehmen ist. Und dann geht man in die Oper. Der Vorhang geht auf und wir finden uns nahe Jerusalem mitten der Stadtbelagerung wieder. Es ist das 11. Jahrhundert, die Zeit des ersten Kreuzzuges. Goffredo, der mit den Kreuzrittern Jerusalem belagert, wird daran erinnert, dass er dem Ritter Rinaldo die Hand seiner Tochter Almirene versprochen hat, falls die Stadt eingenommen wird. Der Sarazenenkönig Agante erscheint. Er kommt aus der Stadt heraus und fordert einen 3-tägigen Waffenstillstand, den Goffredo gewährt. Armida, die Königin von Damaskus und Zauberin, erscheint in einem von Drachen gezogenen Wagen, schlägt Agante vor, Rinaldo aus dem Lager der Christen zu entführen, um den Sieg zu erringen. Zuerst entführt sie jedoch Almirene aus einem wunderschönen Hain, in dem sie und Rinaldo ihre Liebesschwüre ausgetauscht haben. Rinaldo schwört Rache und Eustasio, Goffredos Bruder, rät Rinaldo bei einem Magier Hilfe zu suchen. Rinaldo, Goffredo und Eustasio kommen auf der Suche nach Almirene an das Ufer eines Meeres, in dem man Meerjungfrauen spielen sieht. Eine Sirene oder ein Geist versucht zunächst vergeblich, Rinaldo in ein Boot zu locken. Nach kurzem Zweifeln besteigt der Ritter das Boot und segelt außer Sichtweite. In Armidas verzauberten Palast erhält Almirene unwillkommene Aufmerksamkeit von Agante. Armida selbst freut sich über die Gefangennahme Rinaldos. Sie versucht, ihn zu verführen, auch in der Gestalt von Almirene, doch nach anfänglicher Verwirrung weicht Rinaldo ihr aus. Agante will Almirenes Liebe und verspricht ihr, sie aus Armidas Fesseln zu befreien. Es ist jedoch die verkleidete Armida, an die er sich wendet. Die beiden trennen sich im Zorn. In seiner Höhle am Fuße des bedrohlichen Berges weist ein christlicher Magier Goffredo und Eustasio an, den Berg zu besteigen und gibt ihnen Zauberstäbe, um die Ungeheuer zu besiegen, die Armidas Burg verteidigen. Die Brüder erreichen den Gipfel und schlagen mit den Zauberstäben gegen das Burgtor, woraufhin
der ganze Berg verschwindet und Goffredo und Eustasio sich auf einem Felsen inmitten eines aufgewühlten Meeres wiederfinden, das sie hinabsteigen. Die Szene wechselt in den verwunschenen Garten von Armidas Palast, wo die Zauberin droht, Almirene zu töten, aber Goffredo und Eustasio kommen noch rechtzeitig, um sie zu retten. Die Zauberstäbe lassen den Garten verschwinden und der Schauplatz verwandelt sich in ein offenes Land außerhalb der Stadtmauern Jerusalems. Die christlichen Helden sind wieder vereint und beschließen, den Angriff auf die Stadt anzuführen. Argante und Amida, die sich wieder versöhnt haben, befehlen einen Marsch ihrer Truppen. Die christlichen Truppen marschieren ebenfalls auf und die beiden Armeen liefern sich eine Schlacht. Der von Rinaldo geführte Angriff ist erfolgreich und Argante und Amida werden gefangen genommen. Rinaldo und Almirena sind voller Freude wieder vereint. Amida zerbricht ihren verzauberten Stab und beschließt, Christin zu werden. Sie und Argante werden freigelassen und sie wollen heiraten. Auf dem Schauplatze, so nennt man die Bühne, erscheinen folgende Bilder. Erstens die belagerte Stadt Jerusalem, an der Seiten das Lager und Gezelte. Zweitens ein Lustort mit einem Springbrunnen, Spaziergänge und Vogelhäuser. Drittens ein etwas wallendes, zuerst aber stilles Meer, ein Schiff vor Anker. Viertens ein Garten im bezauberten Palast. Fünftens ein wildes, felsichtes Gebirge mit einem großen Wasserfall, Amidas Schloss von grässlichen, feuerspeienden Ungeheuern bewacht. Sechstens ein gezaubertes Säulenwerk mit Arks, Portiken und allerhand Larven und in der Mitte ein gezaubertes Pagod. Und siebtens ein Teil der Stadt Jerusalem an einem Hügel. Tassos Epos Gerusalemme Liberata aus dem Jahr 1575 ist eine Ausarbeitung der Geschichte des ersten Kreuzzugs 1099, bei dem christliche Truppen unter der Führung von Godefroy de Bouillon Jerusalem von den Sarazenen eroberten. In der Oper wird der epische Stoff frei behandelt, wobei viel Wert auf szenische Verwandlungen und andere Bühneneffekte gelegt wird. Es gibt einige fantastische Orte, die durch einen Zauberstabwink blitzschnell gewechselt werden. Mit ihren 15 Kulissenpaaren ging die Hamburger Oper weit über die in dieser Zeit üblichen Bühnendimensionen hinaus, die sich meistens auf maximal 9 Kulissenpaare beschränkten. In Rinaldo zeigt das Titelbild des Hamburger Librettos ein gezaubertes Säulenwerk mit Arkos und Portiken und allerhand Larven, wobei die Säulen und Bögen in 5 Gassen nebeneinander über die Bühne verlaufen. Hinter den Säulen springen Geister hervor, welche aus der Erde und aus der Luft erscheinen, um Rinaldo festzunehmen. In der folgenden Szene treten Gottfried und Eustachius auf und rühren die Kolonnate mit ihren Zauberruten an, worauf dieselbe sofort verschwindet und in ein Feld verwandelt wird, zu Ende dessen man einen Teil der Stadt Jerusalem auf einem Hügel erblickt. So etwas war eine der beliebten schnellen Verwandlungen, welche die Haupteffekte dieser Kulissenbühne und der Barockopern bildeten. Rinaldo war nicht nur Händels erste Oper für London, sondern auch die erste italienische Oper, die eigens für die Londoner Bühne komponiert wurde. Vorherige Beispiele waren Pasticcios oder Bearbeitungen. Sie war ein sofortiger Publikumserfolg und wurde bis zum Ende der Spielzeit 1710/1711 ganze 15 Mal aufgeführt. Ein Teil des musikalischen Materials entnahm Händel Werken, die er 3 oder 4 Jahre zuvor in Italien komponiert hatte, oft in stark überarbeiteter Form. Ein schönes Beispiel ist eine der berühmtesten Melodien Händels, hier als Arie der Almirene mit dem Titel Lascia ch'io pianga, zunächst rein instrumental in seiner Oper Almira, später in einem seinem Oratorium benutzt.
4 Jahre nach ihrer Londoner Premiere 1711 bringt Händels Kollege und guter Freund Telemann den Rinaldo nach Hamburg. Durch den Hamburger Dichter Barthold Feind übersetzt, fügt Telemann hier deutsche Rezitative und einige Arien hinzu. Rinaldo wird zuweilen zum Reinhold, Goffredo zum Gottfried, Eustasio zum Eustachius. Es folgten Wiederaufnahmen in den Jahren 1723 bis 1730. Insgesamt sind uns 26 Aufführungen in Hamburg bekannt. In den kommenden Wochen geht es weiter mit unserem Opernkalendarium, in dem wir über den Opernbetrieb des barocken Hamburger Theaters vor 300 Jahren berichten. Bis bald!